wenn in Moskau, in Ligatschow oder auch jemanden, ich würde auch, wenn ich jetzt also Putin mal zeitlich parallel verschiebe auf diese Zeit, dann traue ich das genauso zu. Die Art und Weise, wie er sein inneres Regime führt, deutet darauf hin. Wenn, also wie gesagt, jemand von einer anderen Denkungsart als Gorbatschow dort an der Spitze gestanden hätte und den leisesten Wink gegeben hätte, den Truppen, die hier in Ostdeutschland stationiert wären, dann wäre es um uns geschehen gewesen. Es ging darum, ein Rollback zu verhindern, und das zeichnete sich ab, dass das möglich sein könnte, nachdem in 2 Etappen sozusagen sagen wir mal, das Gewölbe der Verweigerung in sich zusammengefallen ist. Das erste war, nachdem die Gruppe der 20 in Dresden gegründet worden war und Berghofer, wie gesagt, ich glaube in Absprache mit Modrow, diese Entscheidung getroffen hatte, die Sache ohne Blutvergießen zu lösen und am nächsten Tag eben die Verhandlung zu beginnen. Und der zweite Schritt war am nächsten Tag Leipzig. Also in Leipzig die Eingriffe des Militärs ausgeblieben sind. Nun kann man darüber viel deuten. Ich warne vor jeder romantisierenden und sagen wir mal vor jeder Legendenbildung in der Frage. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht die Überzeugungskraft von Kerzen, Gebeten und Kirchenführern gewesen ist, die zu dieser Veränderung geführt hat, sondern die Resignation der Herrschenden. Sie haben gewusst, dass sie dieses Land nicht mehr auf dem Weg, also nicht mehr, dass sie dieses System nicht mehr zu einem Erfolgsmodell machen können. Sie haben sich über eine Generation lang an elementaren Problemen die Zähne ausgebissen und trotz unter Anstrengung aller Kräfte keine Verbesserungen hingebracht. Und mittlerweile wusste ganz Ostdeutschland, auch durch Verwandtenbesuche im Westen, durch Fernsehen und was weiß ich, und hier in Dresden durch Radio, dass die westliche Zivilisation einfach in Bezug auf alle Technologien und auf alle kulturellen Errungenschaften und was weiß ich, dieser zurückgebliebenen DDR-Gesellschaft davon geeilt ist. Uneinholbar. Uneinholbar. Während wir uns um dichte Dächer jahrelang kümmern mussten und in Handarbeit Sachen erledigt, die anderswo praktisch von alleine gingen, wo man gar nicht verstehen kann, wie sowas eigentlich von ungelerntem Personal im Hausarbeit gemacht werden muss. Das alles war, und es gab einen schwerwiegenden technologischen Rückstand, und das haben alle gesehen. Und ich glaube, dass die entscheidende Sache, dass bis in die Spitzen der Wirtschaftshierarchie in der damaligen DDR und auch bis in die Spitzen der Parteihierarchie die Leute in Bezug auf die Frage, dass der Sozialismus die überlegene Gesellschaftsordnung sein könne, resigniert hatten. Und dass diese Resignation das Wesentliche ist, was die Parteiführung von 1989 von der Parteiführung von 1953 oder 1968 unterschied. Denn in diesen Jahren hat man noch an die große verändernde Kraft des Sozialismus wirklich geglaubt. Diesmal hat man sie auch auf den Lippen geführt, aber nicht geglaubt. Und dann ist natürlich noch eine ganz wichtige Sache, was hat uns eigentlich ermutigt hier dazu? Wir müssten also wirklich vorsichtig sein mit der Neigung, uns selber da zu stilisieren. Es wäre nichts dergleichen geschehen, was geschehen ist. Und jedenfalls nicht auf diese Weise. Wenn nicht sich wieder alle Skepsis in der damaligen Sowjetunion
mit Gorbatschow verbunden einen Druck etabliert hätte auf die verkrusteten Ränder des sowjetischen Imperiums, der die Botschaft brachte, so wie es bis jetzt war, geht es nicht mehr weiter. Und ob das 80-jährige Führungspersönlichkeiten im Politbüro begreifen oder nicht, ist angesichts der Gesamtlage eigentlich nebensächlich. Und das wussten wir. Wir haben im Grunde dieselbe Logik, die jahrelang gegen uns gesprochen hatte. Nämlich, wenn in Moskau etwas entschieden wird, dann wird es hier Realität. Die wendete sich jetzt plötzlich für uns. Wäre das nicht gewesen, wäre die Situation anders gekommen. Müssen sich alle klar werden darüber, dass das wirklich so gewesen ist. Mit der Rückendeckung aus Moskau, wenn in Moskau, in Ligatschow oder auch jemanden, ich würde auch, wenn ich jetzt also Putin mal zeitlich parallel verschiebe auf diese Zeit, dann traue ich das genauso zu. Die Art und Weise, wie er sein inneres Regime führt, deutet darauf hin. Wenn, also wie gesagt, jemand von einer anderen Denkungsart als Gorbatschow dort an der Spitze gestanden hätte und den leisesten Wink gegeben hätte, den Truppen, die hier in Ostdeutschland stationiert wären, dann wäre es um uns geschehen gewesen. Also dann hätten wir tatsächlich eine Katastrophe, eine humanitäre, menschliche Katastrophe größten Ausmaßes gehabt. So. Und dass es tatsächlich im Bereich des Möglichen liegt, dass eben sich auch wirkliche Steinzeitverhältnisse auf unbestimmte Art und Weise, auf unbestimmte Zeit konservieren können. Das sieht man in Nordkorea und in Kuba. Wer das will, kann sich das mal anschauen dort. Das ist die Situation und im Grunde ist uns das erspart geblieben, weil Gorbatschow mit der Aussage, keine Einmischung mehr, also Abwendung von der Breschnew-Doktrin und der Tatsache, es muss sich etwas ändern, wir sind in einer Sackgasse und so wie bisher geht es nicht weiter, von dieser Meinung nicht abgegangen ist und sie dann auch konsequent in Bezug auf seine militärischen oder in Bezug auf seine politischen Entscheidungen fortgeführt hat. Konsequent, muss ich sagen, in Klammern geltend für Deutschland und für die anderen Ostblockstaaten, nicht geltend für das Baltikum. Er hat ja versucht, das Baltikum und auch nicht geltend für Kaukasus. Also das ist im Grunde der Punkt, der damals überschritten worden ist. Diese Angst vor dem Rollback ist in einzelnen Abschnitten geringer geworden, oder sagen wir mal, nach einzelnen Hürden geringer geworden. Die erste, sagen wir so, die Hoffnung, dass ein Rollback in die alten Verhältnisse ausbleibt, die ist in Etappen wahrscheinlicher geworden. Am Anfang war sie relativ unwahrscheinlich, denn niemand wusste, ob nicht dann doch das Kommando an die russische Armee kommt. Nachdem die Gruppe der 20 gegründet war und in Leipzig aus dem Grunde die Menschen dieses Wagnis eingehen konnten. Also man muss sich mal gedanklich vorstellen, was das Leipzig ja überhaupt nicht geschehen wäre in der Form, wenn am Tag zuvor in Dresden die Panzer durch die Straßen geschickt worden wären. Dann wäre Leipzig ausgeblieben. Dann wäre die Heldendemonstration ausgeblieben. Leipzig wäre gar keine Heldenstadt geworden. So, aber also wie gesagt, die erste Hürde in Dresden hat sie in Dresden genommen. Man könnte auch sagen in Plauen, aber das ist falsch. Ja, weil, das muss man schon mal sorgfältig sagen, wir müssen zwischen dem, was vor dem 7. Oktober war, und dem, was nach dem 7. Oktober war, unterscheiden. Was vor dem 7. Oktober war, ist bestimmt
es hat dort gewaltsame Übergriffe, alles Mögliche gegeben. Aber nicht ein Massaker, nicht ein Exempel, was man hätte statuieren wollen, weil man sonst ja die Feierlichkeiten gefährdet hätte. Demzufolge ging die eigentliche Schlacht nach dem 7. Oktober los. Und die erste dieser Art ist in Dresden geschlagen worden. Wären da die Panzer gekommen, hätte es Leipzig am nächsten Tag nicht gegeben. Aber sie sind nicht gekommen. Die Wahrscheinlichkeit eines Rollbacks ist um 1 Millimeter zurückgegangen. Und dann hat man Leipzig gehabt am nächsten Tag. Wiederum nichts. Wiederum keine Entscheidung für ein Massaker. Das hat die Wahrscheinlichkeit wieder erhöht, dass es ohne ein Rollback gibt. Die nächste dieser Stufe, meines Erachtens muss ich immer sagen, also es ist immer subjektiv, also bestimmt haben andere Auffassungen, aber das ist eben meine. Die nächste Frage war dann, ja, wie geht es denn überhaupt weiter? Wir haben ja dann, darf man nicht vergessen, zwischen dem 9. Oktober und der Periode Anfang Dezember keine Veränderung oder keine große Veränderung der Luft. Gut, Honecker ist zurückgetreten, wir kriegten eine neue Regierung, aber das beantwortet alles die Frage nicht, ändern sich die Verhältnisse, ja oder nein. Ja? So, ändert sich gar nichts. So, jetzt war die Frage, in dieser Zeit sind wir auf den Straßen geblieben, um keine stillschweigende Revision dieses Rechts zu erlauben. Immer montags demonstriert. Warum montags? Ich habe damals sehr für montags plädiert in Dresden. Montagsgebete waren ja in Leipzig. Das ist eigentlich eine Leipziger Erfindung. Oder eine Praxis. Aber ich meinte, wir sollten alle montags demonstrieren, denn wenn Sie wirklich was zurückrollen wollen, müssen Sie dann Ihre Kräfte splitten. Das war die ganz einfache Überlegung. Wir haben dann verschiedene politische Forderungen artikuliert. Also damals begann der Gedanke zu reifen, dass wir jetzt konkrete politische Veränderungen nun auch formulieren müssen. Und das war die große Schwierigkeit für das neue Forum. Man war über den Weg, der jetzt einzuschlagen wäre, also Fortsetzung der Planwirtschaft, ja oder nein, Fortsetzung der Zweistaatlichkeit, überhaupt nicht einer Meinung, gar nicht. So, und trotzdem verlangte die Öffentlichkeit jetzt von uns was. Wir wollten jetzt wissen, wie soll es weitergehen? Das war die große Frage.